Corona hat viel mit der kapitalistischen Landwirtschaft zu tun. Sowohl in der Entstehung eigentlich wie in der Ausbreitung und in den Folgen. Und wenn die kapitalistische Landwirtschaft was damit zu tun hat, dann sind das auch die kapitalistischen Agrarkonzerne wie Syngenta oder Bayer. Wir wissen alle, dass das Coronavirus von einem Wildtier auf den Menschen übergesprungen ist. Und das an sich ist nichts Ungewöhnliches. In den letzten Jahrzehnten sind Hunderte von Krankheitserregern neu und wieder aufgetaucht. Und die Mehrheit dieser Krankheitserreger hatte ihren Ursprung in Tieren, meistens in Wildtieren, aber auch in Haustieren und in Nutztieren. Nun, diese Krankheitserreger sind in ihren tierischen Wirten oder für ihre tierischen Wirte meist harmlos. Und dass sie auf die Menschen überspringen, das ist wie gesagt nichts Neues. Das passiert, seit die Menschen begonnen haben, Tiere zu domestizieren. Aber seit einigen Jahrzehnten passiert das viel, viel häufiger. Wissenschaftlerinnen konnten zeigen, dass die Zerstörung von Ökosystemen, die Zerstörung von kleinbäuerlich genutztem Land und die Abholzung von Regenwald und anderen Wäldern, die Trockenlegung von Sümpfen ein solches Überspringen auf den Menschen viel wahrscheinlicher macht. Durch solche Zerstörungen verlieren viele Tiere ihren Lebensraum, sie müssen viel enger zusammenleben und sie wechseln auch ihre Lebensräume, suchen sich Lebensräume, die sehr viel näher bei den Menschen sind. Und wenn man jetzt dabei nur an Regenwälder denkt, dann stimmt das so nicht. Die durch Zecken übertragene Borreliose zum Beispiel ist in unseren Breitengraden unter anderem wegen der Zerstörung von Wäldern auf dem Vormarsch. Nun, diese Zerstörung von Ökosystemen ist in den letzten Jahrzehnten mit einer ungeahnten, ungekannten Schnelligkeit vorangetrieben worden. Es sind vor allem landwirtschaftliche Plantagen und Minen, die zu einem riesigen Teil dafür verantwortlich sind. Und diese landwirtschaftlichen Plantagen, die machen die kapitalistische Landwirtschaft aus. Sie bringen Profite, sie werden gebraucht für Soja, für Palmöl. Und es sind diese Plantagen, auf denen die großen Agrarkonzerne wie Bayer und Monsanto ihre Pestizide verkaufen, ihr patentiertes Saatgut. Sie verdienen mit diesen Plantagen ihr Geld. Es gibt aber noch einen Punkt, wo die Landwirtschaft viel mit Corona zu tun hat. Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Entwicklung und die Verbreitung von Influenzaviren eng zusammenhängt mit der industriellen Tierproduktion. In den heutigen Tierfabriken sind die Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht. Ihre Immunsysteme sind dadurch geschwächt. Und dazu kommt, dass die Tiere genetisch durch Züchtung praktisch identisch gemacht wurden. All diese Faktoren führen oder fördern eine sehr schnelle Ausbreitung und Weiterentwicklung von Viren. Und auch hier, wenn ihr euch jetzt nur chinesische Hühnerfabriken vorstellt, dann täuscht ihr euch. Sowohl die USA wie auch Europa und Australien haben zum Beispiel mehr Vogelgrippeviren hervorgebracht als China. Nun, und auch diese Tierfabriken sind wiederum ein wichtiger Teil des kapitalistischen Systems der Landwirtschaft. Unter anderem für diese Tierfabriken werden auf den großen landverschlingenden Sojaplantagen Tierfutter angepflanzt. Für den Coronavirus, der im Moment die Welt in Atem hält, ist all dies noch nicht klar. Weder die Herkunft noch die Weiterentwicklung oder die Ausbreitung. Aber dass Viren so entstehen, dass aus ihnen so Pandemien werden, das ist bekannt. Und dass dies nicht das letzte Mal war, auch. Und dass diese beiden Entwicklungen, Landraub und Abholzung für riesige Plantagen und Minen, sowie die Tierfabriken, noch in vieler anderer Hinsicht problematisch sind, das wissen wir alle auch. Sie führen zu Artensterben, sie verschlimmern den Klimawandel und sie führen zu unfassbar viel Leid für Menschen und Tiere. Auch die Auswirkungen des Coronavirus haben viel damit zu tun, wie kapitalistische Ernährungssysteme organisiert sind. Diejenigen Länder, die stark von Importen abhängig gemacht wurden für ihre eigene Ernährungssicherheit, die werden jetzt am heftigsten getroffen von Handelsbeschränkungen, Handelsverzögerungen und Exportstoppen von Grundnahrungsmitteln. Und die Menschen, die durch solchen Landraub ihr Land verloren haben und jetzt ihr Essen kaufen müssen, sind am schnellsten betroffen durch Ausgangssperren oder durch kurzfristige Nahrungsmittelengpässe.
Wenn Sie in dieser Krise dann auch noch Ihren Job verlieren, zum Beispiel auf der Plantage oder im informellen Sektor, dann bedeutet das, dass Sie am Ende des Tages schlicht nichts zu essen haben. Außerdem sind viele staatliche Institutionen geschlossen. Millionen von Kindern bekommen im Moment zum Beispiel ihre Schulmahlzeiten nicht mehr. So zeichnet sich weltweit eine Ernährungskrise ab im Moment und die ländliche Bevölkerung ist davon stark betroffen. Dazu kommt, dass aus einigen Ländern bereits Berichte kommen, dass gerade Landarbeiterinnen und Landarbeiter besonders anfällig sind für das Coronavirus, weil ihre Gesundheit durch den jahrelangen Umgang mit Pestiziden geschwächt ist. Und das gilt auch für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Dazu kommt, dass in vielen Ländern, auch in der Schweiz, die Wochenmärkte geschlossen wurden, währenddem die Supermärkte immer noch offen sind. So werden die Supermärkte und die großen Nahrungsmittelkonzerne bevorzugt gegenüber den kleinen Bauernbetrieben, den alternativen Distributionswegen. Für viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern fallen so wichtige Einkommen weg. Es kann zu einer großen Verschuldung führen und vielerorts sogar zu Hunger. Wir sind hier, um Widerstand zu leisten gegen dieses kapitalistische Landwirtschaftssystem, das mit Corona, der Auswirkung und auch der Ursache so viel zu tun hat. Und zur kapitalistischen Landwirtschaft gehören untrennbar die großen Agrarkonzerne wie Syngenta und Bayer. Sie verdienen ihr Geld mit diesen großen Plantagen, mit den Futtermitteln, mit den Pestiziden. Nun, heute wird mehr denn je ersichtlich, wie wichtig lokale, gerechte, ökologische Ernährungssysteme sind. Aber es wird auch heute klar, dass die Auswirkungen dieser Pandemie nicht für alle gleich sind. Es trifft einmal mehr die Untersten am härtesten. Unter ihnen die Kleinbäuerinnen und die Landarbeiter. Und deshalb brauchen wir lokale Ernährungssysteme, aber eine globale Solidarität.